Der Filmmittwoch im Ersten. Habe ich meine Kekse hier vergessen? Oh, ich nehme mal einen. Was macht eigentlich deine Magengeschichte? Daumen, Uli. Morgen ist die Untersuchung. Das ist meine Zigarette. Danke. Denk an ein schwarzes Bein. Ich habe kein schwarzes Bein. Was ist denn das da? Kannst du mal schärfer stellen. Da. Das ist die Grenze der Deutschen Demokratischen Republik, ja? Komm, bleib schön auf deiner Seite, ja? Bier. Bier. Halt! Stehen bleiben! Peter? Harald? Unerlaubter Grenzübertritt eines Hundes. Verstehe. Jetzt haben wir ein Problem. Hund herrenlos auf der Grenze. Posten alarmieren. Meine Kekse. Dann darf ich mal bitten, die Gurte zu öffnen. Jawohl. So, die Pralinenschachtel. Würde ich gerne noch reinschauen. Also. Halt! Gut! Jetzt! Achtung, er kommt! Halt! Halt! Bleib halt! Halt dich ein! Axel, los! Axel, komm mal hier, Jens. Ich hab ihn. Axel, ich hab ihn. Jens, du bist dran. Jens, los! Einfach Jens! Scheiße! Verdammt, was ist denn das? Mann, warum was? Ist er Junge oder Mädchen? Mädchen. Feines Mädchen bist du. Fein. Oh, der Chef. Genau sowas, Leutnant. Grenzverletzer ist dingfest gemacht. Danke, Genossen. Komm her. Gib mir mal, Harald. Der Chef vom Dienst hat doch wirklich andere Aufgaben. Ja, ich mach das schon, Uli. Ein Parteisekretär hat doch wirklich andere Aufgaben. Ich sollte ihn untersuchen. Vielleicht trägt er Spionagemittel am Körper, Harald. Ja, vielleicht eine Atombombe, Uli. Danke, Genossen. Einsatz beendet. Weitermachen. So, alles ausräumen hier. Ja. Alles. Alles klar. Feststellung eines Hundes. Name, Geburtsdatum, Wohnort. Brav. Ja, Tiere im grenzüberschreitenden Verkehr. Der Hund muss untersucht werden. Das ist mein Ernst, Harald. Komm zurecht, Öli. Ist noch was?
Wasser. Vielleicht sollten wir doch Uli fragen, der hatte mal einen Pudel. Der Hund ist ein operativer Fahndungsfall, Harald. Dafür bin ich zuständig, so ist das nun mal. Genosse Oberleutnant, machen Sie die Meldung fertig. Angaben zum Fahndungsobjekt, Festnahmeprotokoll, ärztliches Attest. Du weißt schon. Viel Vergnügen mit deiner Fahndung. Das ist mein Keks. Weißt du, was mein Vater immer gesagt hat? Kommunismus ist Kollektivismus. Gemeinwohl. Teilen. Heinz. Mahlzeit, Genossen. Der Hund, der steht feinwärts, ja, am Schlagbaum. Mit Blick in die Deutsche Demokratische Republik. Und der Offenbach guckt ihn an und denkt, er wird doch wohl nicht rüber machen wollen. Und sagt, halt, stehen bleiben, kein Schritt weiter. Der Hund, der guckt zurück und piest los. Links, rechts, quer durch die Anlage durch. Und irgendwann schnappt sie ihn. Und ich wette, er packt ihn in den Festnahmeraum. Oh. Und der Hund, der wird von Uli gefoltert. Stromstöße natürlich, bis er gesteht. Auf der Flucht erschossen. Mahlzeit. Mahlzeit. Na, Ilona. Na du? Gib mir mal eins mit Käse und einen Kaffee. Ist aber still heute hier. Wo ist denn der Hund? In der Obhut der Partei. Die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte? Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der Volkspolizei Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Was redet denn der von geistigen Dünnschiss? Die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Du musst den Bericht nur noch unterschreiben, dann kann ich ihn erst mal wegheften. Es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden. Operatives Leitzentrum Oberstkummer. Jörg Schäfer von der Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße. Ich rufe an wegen der Äußerung von Schabowski auf der Pressekonferenz. Wegen dem Blödsinn rufst du an? Ja, deswegen rufe ich an. Was hat denn das zu bedeuten? Du weißt doch, dass DDR-Bürger einen Pass und ein entsprechendes Visum brauchen. Ja, das weiß ich. Na also. Oder stehen bei euch schon welche unten? Das kann ich jetzt von hier aus nicht sehen. Bevor du die Pferde scheu machst, erkunde die Lage. Schäfer? Ja? Mach deine Leute nicht verrückt. Ja. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Genosse Oberstleutnant, Freund fährt sein ruhiges Vorfeld. Waren Leute hier, die ohne Visum ausreisen wollten? Ohne Visum? Nein, Genosse Oberstleutnant. Wenn welche kommen, schickt ihr die zurück. Selbstverständlich. Zurückschicken. Genosse Oberstleutnant. Zu. Was machen die denn da? Rambold, Hoffmann. Auf jeden Fall die Ruhe bewahren. Verstanden? Verstanden. Was gucken die denn so? Ja? Genosse Kummer. Die ersten Menschen nähern sich der Grenze. Wie viele? 4. Was machen die? Die schauen zu uns rüber. Wo befinden sich die Personen? Circa 100 Meter vom Schlagbaum entfernt. Behalt es mal Auge, Schäfer. Wenn die zu euch rüberkommen, dann schickt ihr sie weg. Der Schabowski muss da was in den falschen Hals gekriegt haben. Schäfer? Ja? Nicht nervös werden. Ja. Nicht nervös werden, Harald. Nicht nervös werden. Ja? Harald, es werden immer mehr. Ich komme. Sitz! 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 Fein. Ich dachte, bevor er Probleme macht, gehe ich Gassi, Harald. Du solltest mal mit dem Genossen Schabowski Gassi gehen, Olli. Willst du damit etwa sagen, der Genosse Schabowski ist ein Hund? Er macht Probleme, Olli. Jürgen! Was ist denn hier los? Jürgen, ich rede mit dir. Der Chef kommt gleich. Mach dich nicht ins Hemd, Kleiner. Der Schabowski hat von irgendeiner Pressekonferenz irgendwelchen Unsinn erzählt. Das war im Fernsehen. Er hat gesagt, ab jetzt darf jeder in den Westen reisen. Wie jeder? Keine Ahnung. Der Schabowski hat gesagt, das gilt ab sofort. Wie ab sofort? Unverzüglich, hat er gesagt. Mach ich mit? Das ist die Frage. Genosse Schäfer, was machen wir jetzt? Es gelten die alten Bestimmungen. Was ist denn hier noch los? Schabowski hat gesagt, ab jetzt darf jeder in den Westen reisen. Was? Verstehe ich nicht. Ist auch nicht zu verstehen. Wir lassen uns nicht provozieren. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir möchten hier nach West-Berlin. Und? Was und? Ihren Pass bitte. Wieso Pass? Hast du nicht gehört, was Herr Schabowski im Fernsehen gesagt hat? Ja, das haben wir gehört. Können wir jetzt rüber oder was ist? Wenn Sie ein Visum haben? Ein Visum hat der Genosse aber nicht gesagt, oder? Habt ihr was davon gehört? Der Genosse Schabowski hat aber auch nicht gesagt, dass die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik außer Kraft gesetzt sind. Schabowski hat gesagt, es gilt ab sofort. Unverzüglich, hat er gesagt. Die Partei hat immer recht. Haben wir doch in der Schule gelernt. Sie doch auch. Die Botschaftspflichtige, die läuft noch auch aus. Ich sag nur Prag. Ja, das war eine großzügige Geste. Da waren sie auch mal eine großzügige Geste. Wir halten uns an die Gesetze der DDR.
Im Gegensatz zum Politbüro, oder Sie was? brauchen hier nicht mit uns diskutieren. Wir kommen mal wieder ehrlich. Wir haben doch Kinder. Sobald die Durchführungsbestimmungen erlassen sind, werden wir Sie informieren. Aber das wird mit Sicherheit nicht mehr heute Abend sein. Und jetzt fordere ich Sie auf, das Grenzgebiet zu verlassen. Andernfalls Schießen Sie, oder was? nicht schießen. Hier schießt keiner. Komm, wir gehen jetzt. Macht auf! Wir kommen wieder. Darauf können Sie Gift nehmen. Was ist bloß mit unserem Land passiert? Ja. Werner. Sag mal, kann es sein, dass wir einen Leitungsschaden haben? Nee, Scherz beiseite. Ich dachte, du rufst zurück. Ja, genau die richtige Zeit für Scherze, Kummer. Ich wollte wirklich nicht drängeln, aber ich sitze hier komplett auf dem Trockenen. Und wir feiern hier, oder was? Was soll ich meinen Leuten denn sagen? Die erwarten von mir eine Anweisung. Menschenskind, wir arbeiten hier an einer Lösung! Du hast zu warten und deine Verantwortung wahrzunehmen. Verdammt nochmal! Zu Befehl, natürlich, zu Befehl, Genosse General. Ruft ihr mich zurück? Bitte, Werner. Hallo? Mein Ministerium weiß von nichts. Die sagen, ihr seid zuständig. Ja, bei uns herrscht auch Schweigen. Das Ministerium für Staatssicherheit sieht sich außerstande, einen Befehl zu erteilen. Das ist die Lage, Genossen. Mensch, die können uns doch nicht hängen lassen. Die lassen uns schon nicht hängen. Ich kapier das nicht. Wenn die alle rüber wollen, wie die Bekloppten, dann brauchen wir doch mindestens 2 Wochen Schulung. Vor allem brauchen wir völlig neue Zollbestimmungen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich meinen Jungs sagen soll. Nur habt ihr mal ein bisschen Geduld genossen. Geduld, der sagt Geduld. Haben die uns schon einmal hängen lassen? Schon ein einziges Mal? Bei Mielke wäre das nicht passiert. Honecker auch nicht. Ach nee? Und wie war das mit der Prager Botschaft? Hä? Erst lassen die sich erpressen und dann karren sie die Leute durch die ganze DDR, bloß damit so aussieht, als hätten sie alles im Griff. Aber was sollen die Genossen denn machen? Wenn die Leute hier wegrennen, als gäbe es nichts mehr zu fressen. Das ist doch höhere Gewalt. Du hast immer eine Begründung, Oliver. Für alles hast du eine realpolitische Begründung. Das geht mir sowas von auf den Sack. Da hast du recht, Peter. Ach, und wie ist deine Begründung, Genosse Arm? Wie ist denn deine Begründung? Ja, kannst du mal sagen, vor allem Genossen. Einmal Stellung beziehen. Einmal für alle Genossen. Steht doch mal alle auf! Aufstellen! Fasst euch an den Händen. Das ist ein Befehl. Wir müssen das hier zusammen durchstehen. Setzen. Ja, und was machen wir, wenn das draußen eskaliert? Harald. Und man könnte mal aufhören, mir hier die Bude voll zu qualmen. Wird einem ja übel von. Weißt du, wovon mir übel wird, Harald? Wie du hier mit meinen Keksen umgehst. Dass du hier keinen einzigen Muck sagst. Wer ist denn hier der Chef vom Dienst? Könnt ihr mal kommen? Ja, jetzt sag du uns, was wir machen sollen, Harald. Immer mit der Ruhe. Melita, was machst du denn hier? Ich hatte Angst, dass was passiert. Ich bin im Dienst. Ihr dürft jetzt keinen Blödsinn machen. Axel, verstehst du? Mensch, Melita, was sollen denn die Genossen von mir denken? Die Leute sind ganz friedlich. Axel, wirklich. Geh nach Hause. Bitte, Melita. Kommt nicht in Frage. Probleme? Nein, alles in Ordnung. Ich habe ihr schon erklärt, dass sie ein Visum braucht. Und? Haben Sie eins, junge Frau? Grenzgebiet ist verbotene Zone, das sollten Sie eigentlich wissen.
Sonst noch was? Das ist eine nicht genehmigte Demonstration. Da sind die Genossen von der Volkspolizei zuständig. Wir sind gerettet. Mensch, Achim. Endlich. Ihr wisst also Bescheid. Natürlich. Da bin ich ja erleichtert. Und? Was und? Na, welche Instruktionen habt ihr? So wir. Na, wir dachten ihr. Nee, wir dachten ihr. So, ich glaube, ich bin im falschen Film. Oder wollen die uns prüfen? Oder hat der Schabowski bloß einen Witz gemacht? Ja, ist alles bloß ein Witz. Kann bloß keiner drüber lachen. Harald, was habt ihr jetzt vor? Naja, ist eine Zusammenrottung. Dafür seid ihr zuständig. Die stehen vor eurer Grenze. In eurem Revier. Wenn eure Leute da oben schlafen, da sollen wir den Kopf hinhalten. Achim, wir müssen was machen. Aber doch nicht ohne Befehl. Danke, Achim. Du hast mir sehr geholfen. Harald! Oh, Mensch, Harald! Jetzt schiebst du mir den schwarzen Peter zu! Na prima, feiner Genosse! Was soll ich denn machen, Genosse? Ja, was sollst du jetzt machen, Genosse? Was soll ich machen? Schöne Scheiße! Da sitzen wir wohl zusammen drin. Ja? Du, ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt. Achim, Ja? wir brauchen eine Idee, wie wir da rauskommen. Wir könnten ja Folgendes machen. Ich rufe meinen Chef an und sage, wir können die Genossen von der Grenze nicht allein lassen. Und ich rufe meinen Chef an und sage, wir können die Genossen von der Volkspolizei nicht alleine lassen. Die brauchen unsere Hilfe. Mensch, Achim, jetzt geht's mir gleich viel besser. Du, Harald, mir auch. Moment, was waren jetzt die Idee? Na, du holst dir deinen Befehl, ich hol mir meinen Befehl und dann sehen wir weiter. Achim. Harald. Unterschrift. Ja. Hier nochmal Schäfer von der Bornheimer Straße, Genosse Oberst. Die Genossen von der Volkspolizei waren gerade hier. Die brauchen dringend unsere Hilfe. Das geht uns die Polizei an. Aber die sind doch zuständig für uns. Aber drehst du jetzt völlig durch? Ich bin für euch zuständig. Das meine ich auch. Die brauchen einen Befehl. Und wir brauchen doch auch einen Befehl, ist doch so. Oder? Genosse Oberst? Bitte. Ich kann mir auch keinen Befehl aus den Rippen schneiden, Schäfer. Und was soll ich jetzt meinen Leuten sagen? Hör auf deinen gesunden Menschenverstand. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Harald, kannst du mal den Hund unterschreiben? Der tierärztliche Notdienst weigert sich heute Abend noch zu kommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das mit dem Gesundheitszeugnis machen sollen. Harald, kannst du mal anrufen? Erst unterschreiben. Sag mal, glaubt ihr eigentlich, ich schaukle mir hier die Eier oder was? Seid ihr denn völlig wahnsinnig? Du bist doch der Chef. Schaff den Hund weg. Du schaffst jetzt den Hund weg und dann kommst du runter zum Schlagbaum. Du, ich glaube, der hat Durchfall. Das ist ja auch kein Wunder bei der ganzen Aufregung hier, ja? Mensch, wenn's geht, dann setz ihn aufs Klo oder sonst wohin. Ich will das Vieh hier nicht mehr sehen. Und dann kommst du runter zum Schlagbaum. Und dann? Uli, bring den Hund weg. Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Wer in den Festnahmeraum? Meine Unterschrift.
Alles in Ordnung, Hoffmann? Was passiert denn jetzt, Genosse Oberstleutnant? Das werden wir sehen. Wasserwerfer, Genosse Oberstleutnant. Das könnte sein. Panzer? Komm her, mein Kleiner. Legst du dich hin und schläfst ein bisschen, ne? Bis der Uli wiederkommt. Nun komm, Platz. So ist fein. Du sollst jetzt noch liegen bleiben. Gut. Oh, komm mal. So. Ja. Es geht nicht anders, mein Kleiner. Genosse Oberstleutnant. Wie befohlen zur Stelle. Nimm mir mal einen Stuhl. Ist dir nicht gut, Harald? Nee, ein Tisch ist besser. Ich will mit den Leuten reden. Was? Ist doch nicht dein Ernst? Hast du einen besseren Vorschlag? Den Hund sperrst du ein, aber mit denen da draußen willst du reden? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Hol jetzt den Tisch. Schwachsinn ist doch das. Guten Abend, Genosse Offizier. Guten Abend. Ich möchte meine Tochter in West-Berlin besuchen. Haben Sie ein Visum? Ist nur ein Besuch. Zeigen Sie mir bitte Ihr Visum. Ich komme auch wieder. Sie wollen mich nicht verstehen, oder? Gibt's Probleme, Genosse Oberstleutnant? Aber der Genosse Schabowski hat gesagt, Ich dass weiß wir... selbst, was der Genosse Schabowski gesagt hat. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Nee, ich wollte nur meine Tochter besuchen. Haben Sie nicht gehört? Sie halten sich unerlaubt im Grenzgebiet auf. So was. Versucht's auf die Dummdreiste. Psst, nicht nervös werden. Tischsicherung. Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Dafür benötigen Sie eine Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen der Deutschen Volkspolizei. Die haben morgen früh ab 8 Uhr geöffnet. Bitte verlassen Sie das Grenzgebiet. Morgen wird doch auch ein neuer Tag. Diese, halten. Kannst du mal runterkommen? Ist was passiert, Harald? Ich kann nicht mehr. Danke, Wolfgang.
Weißt du, was mein Sohn neulich beim Frühstück gesagt hat? Papa, wir haben eine Weltanschauung, ohne uns die Welt angeschaut zu haben. Ich habe ihm natürlich die Meinung gegeigt. Aber gesagt ist auch die Partei. Ist viel passiert in den letzten Monaten, nicht? Ja, ist viel passiert. Aber wir reden nie drüber. Soll ich dir die Beichte abnehmen? Wenn die wirklich die Grenze aufmachen. Aber eine Menge Arbeit. Glaubst du das wirklich? Harald! Ich habe das Ganze hier mit aufgebaut. Die Grenze ist mein Leben. Ja, meinst doch auch, Harald. 40 Jahre ohne Krieg in Europa, das ist unser Verdienst. Ja, aber... Der Sozialismus ist richtig. Das ist keine hohle Phrase. Nein, Harald, auf keinen Fall. Wir stehen schließlich auf der richtigen Seite. Ja, aber hättest du geglaubt, dass wir mal in so eine Situation kommen? Darüber müssen wir reden, Harald. Hey! Sie! In den Nachrichten haben Sie gebracht, dass die Grenze auf ist. Stimmt das? Dürfen die Ossis jetzt rüber? Sehen Sie hier welche? Wir hören doch, dass da was ist. Hört ihr das nicht? Wie Sie sehen, ist alles wie immer. Sie können ruhig ins Bett gehen. Wenn die wüssten das, Harald. Wolfgang. Anruf von unten. Was ist passiert? Die wissen nicht, was sie machen sollen. Operatives Leitzentrum. Genosse Oberst, ich weiß, dass mir das nicht zusteht. Aber ich muss wissen, was ich jetzt tun soll. Ich brauche dringend eine Entscheidung, Genosse Oberst. Jetzt werde ich aber langsam wütend. Es ist alles gesagt, Schäfer. Die Leute lassen sich nicht mehr vertrösten, die werden aggressiver. Dann stell sie ruhig, Mann. Das habe ich doch versucht, Wie aber... viele sind das überhaupt? Ich weiß nicht, wie viele, aber es sind sehr viele, Genosse Oberst. Viele? Was ist denn das für eine verblödete Angabe? Menschenskind, ihr kriegt das schon hin. Was? Was sollen wir hinkriegen? Was meinen Sie denn? Du wartest auf deinen Befehl und dann führst du ihn aus. So einfach ist das, Schäfer. Aber es gibt doch keinen Befehl! Genosse Oberst, es gibt keinen Befehl! Du sollst Stellung halten! Stellung halten! Hast du das verstanden? Ob du das verstanden hast, Genosse Oberstleutnant? Das ist ein Befehl. Jawohl. Stellung halten. Verschaff dir erstmal einen Überblick und mach hier keine Panik. Der Befehl, Genosse Oberst. Erstmal Überblick verschaffen. Ja. Wie viel mögen das sein, Harald? Weiß ich nicht. 1000? Oder 10.000? Wahrscheinlich die ganze Stadt. Wie viele Männer haben wir? Das weißt du doch. 16. 16. Ich habe auch noch 2. Na ja, da sind wir ja gerettet. 18. 18. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Micha, ich hab euch ein paar Schrippen geschmiert. Micha, was machst du mit dem Gewehr? Wie kannst du jetzt an Essen denken? Siehst du nicht, was los ist? Zoll,
ist keine Kampfeinheit. Wir müssen uns aber vorbereiten. Michael, du hast Frau und Kinder. Ja, genau, und für die stehe ich hier. Und eure Familienprobleme nicht zu Hause regeln? Wer im ledigen Wohnheim wohnt, sollte sich lieber raushalten. Wir sind doch nur vom Zoll. Ilona, lass Micha in Ruhe. Mutti, du machst mich vor denen lächerlich. Ich hab nur ein paar Schrippen geschmiert. 2 Mann am Schlagbaum, 2 zur Sicherung der Dienstbaracke, 2 feindwärts auf der Brücke, 2 aufs Dach. So, nur mal langsam. Ach so, machen wir hier Sandkastenspiele. Oder was? Was meinst denn du, Micha? Schon eine schwerwiegende Frage, Burkhard. Wir sind hier doch nicht im Krieg, Burkhard. Mal draußen steht der Mob. Die wäre besser. Oh, danke. Aber besser als gar nicht. Danke. So hübsch und so allein? Kein Freund? Er ist leider im Dienst. Kann er sie ja gar nicht beschützen. Den muss man vor sich selbst schützen. Peter, kannst du deinen Offiziersschüler herbeordern? Wenn ich die aus den Schrebergärten abziehe, ist ja das ganze Hinterland ohne Kontrolle. Mensch, die stehen bei uns vor der Tür. Denkst du, da klettert einer in den Gärten über die Mauer? Du kannst immer nur sagen, was nicht geht, Peter. Fällt auf. Ja, du bist wirklich sehr negativ. Das ist mir schon lange aufgefallen. Und ich möchte auch, dass du jetzt dazu Stellung nimmst. Uns steht die Scheiße bis zum Kragen und du klopfst hier Sprüche? Du, dein Gequatsche, das finde ich sowas von zum Kotzen. Bin ich hier jetzt der Idiot, wenn die Genossen oben Scheiße bauen? Du bist so ein blödes Arschloch! So, Harald, hast du das gehört, was er gesagt hat? Arschloch, hat er gesagt. Habt ihr das gehört? Jetzt halt doch mal die Schnauze, Rudi, darum geht's doch jetzt gar nicht. Ach so, bestimmst du jetzt, worum es geht? Ja, ausgerechnet du, der sich immer hinter seiner Mutti und dem ganzen Zeug... Lass meine Mutter aus dem Spiel. Ja, bitte, ja. Ruhe! Hier kann man ja keinen klaren Gedanken fassen. So, der Chef denkt nach. Ja, der denkt nach. Aber wann kann man denn mit einem Ergebnis rechnen? Ruhe! Harald, du musst jetzt wirklich Ruhe, mal eine Olli, Entscheidung... Ruhe! Du musst mal jetzt... Ruhe! Musst eine Entscheidung treffen. Es ist so. Mir reicht's. So, Genossen. Es kann losgehen. Ich weiß nicht, Burkhard. Sag mal, hab ich dir den Befehl gegeben? Wir haben den Ernstfall, Harald. 2 Mann mit MP stellen wir direkt an den Schlagbaum. Und mit der scharfen Lilly. Ein einziger gezielter Schuss in die Menge. Und sofort haben wir wieder Respekt. Du willst auf die da draußen schießen? Ohne Vorwarnung? Burkhard! Aber wozu sind wir hier? Zur Verteidigung unserer Staatsgrenze! Mit allen Mitteln! Habt ihr es schon vergessen? Mensch, wenn wir jetzt nicht Flagge zeigen, dann können wir einpacken. Bis jetzt ist kein einziger in das Grenzgebiet eingedrungen. Das heißt, wir dürfen nicht schießen. Falsch, Harald! Wir müssen verhindern, dass überhaupt jemand eindringen kann! Wenn wir die MP-Schützen in Stellung bringen, dann provozieren wir die Leute. Wir provozieren! Ja. Wir provozieren, ja. Sag mal, weißt du überhaupt noch, wo du stehst? Ja! Wir haben das alles hier mit aufgebaut. Denk mal an 61. Hören wir doch auf mit 61! Das war eine Meisterleistung! Harald, weißt du noch, wie die uns mit Steinen beschmissen haben? An der Ebertstraße. Mit Steinen, solche Dinger. Und damals haben wir uns geschworen, diese Grenze bis zum letzten Blutstropfen zu schützen. Bis zum letzten Blutstropfen. So. Und ich bring jetzt Lilly schon mal in Stellung. Für alle Fälle, Harald. Du bringst das Ding zurück
in den Panzerschrank. Verstanden? Ich hoffe, du weißt, was du tust. So, ihr Arschlöcher, was machen wir jetzt? Ich beschütze dich, mein Junge. Soll ich Licht ausmachen? Harald? Dringend. Diplomatische Verwicklungen. So, Leutnant, der Botschafter von Mosambik. Ich habe ihm gesagt, er ist kein Durchkommen mehr, aber der lässt sich nicht abwimmeln. Der will in die DDR einreisen. Herr Botschafter, es tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, wieder umzukehren. Wir kriegen Sie da drüben nicht durch. Es sind heute besondere Umstände. Diplomaten überall auf der Welt haben freie Fahrt. Keine besonderen Umstände. Ja, das ist eine nicht beabsichtigte Folge der Pressekonferenz des Genossen Schabowski. Wer ist Genosse Schabowski? Er macht Schwierigkeiten? Ja. Ich meine, nein, ich meine, wir wollen Ihnen keine Schwierigkeiten machen. Ich bitte aber um Verständnis. Es ist, wie soll ich Ihnen sagen, es ist höhere Gewalt. Darf ich bitten um Ihren Namen und Dienstgrad? Und auch von dieser Genosse Schabowski. Sie können nicht durch. Bitte verstehen. Straße verstopft. Nichts passieren können, Genosse Botschafter. Ich kann nichts dafür. Da unten herrscht Chaos. Chaos? Ich nicht kennen Chaos. In Maputo ist immer Straße verstopft. Entschuldigung. Entschuldigung. Immer noch Chaos? Der Sackgasse! Was ist denn jetzt? Da kommt doch keiner durch! Schluss! Oh Gott, das ist deine Aufgabe. Mach ich. Mach ich. Passieren lassen. Es ist alles voll hier! Bürger der Deutschen Demokratischen Republik! Wir haben es hier mit einer diplomatischen Angelegenheit zu tun. In diesem Auto sitzt ein Freund aus Mosambik. Sie wissen, wie eng wir mit dem schwarzen Kontinent sind. Da gehören wir doch gar nicht hin. Bitte gefährden Sie nicht unsere Freundschaft zu den Völkern Afrikas. Was für eine Freundschaft! Der Botschafter muss dringend in die DDR einreisen. Lassen wir mal raus! Räumen Sie die Straße frei. Oh, guck mal an, die Staatsmacht bitte. Auf dich hört doch keiner mehr! Hey Leute, kommt, macht frei! Nehmen wir hier die Autos! So, bitte räumen Sie die Straße frei. Gehen Sie weg! Erstes deutsches Fernsehen. Wir hätten ein paar Fragen. Keine Interviews. Ein kurzes Statement, bitte. Warum ist die Grenze immer noch geschlossen? Worauf warten Sie noch? War ich nicht deutlich genug? Ist doch ganz einfach! Ja, wir stehen uns hier die Beine in den Bauch. Und die da gucken sich ihren Typen nochmal an in seiner Uniform. Wie ein Vater, der seine Kinder einsperrt. Stubers, eine Party! Mann, mit 45, da wirst du hier immer noch behandelt wie ein ungezogenes Kind. Schnitt mir bisher!
Ich hab so satt! Lassen Sie uns endlich durch! Wir kommen doch wieder! Nur eine Stunde, wir wollen doch nur mal gucken! Was sollen wir denn in der Millionenstadt? Soll ich da auf der Straße pennen, oder was? Lass mich durch. Hey, was ist mit euch? Habt ihr Angst vor uns oder was? Wir sind doch ganz friedlich! Wiese, Hoffmann, einschreiten, holt den Mann da raus. Du auch, der Rest bleibt bei mir. Grenze sichern. Es kippt, Harald, das kippt. Mensch, Junge, reiß dich zusammen. Oh Gott. Harald, lass uns die Lilly in Stellung bringen. Bitte. Massives Leitsyndrom. Hier nochmal Schäfer, Bornholmer Straße. Gibt es neue Informationen, Genosse Oberst? Du wirst also Informationen und du denkst, ich habe welche und gebe sie nicht weiter. Das meine ich nicht. Aber ich kann meine Leute nicht länger hinhalten. Hör jetzt mal genau zu, Schäfer. Unser Genosse Erich Mielke, der, wie du weißt, seit 2 Tagen nicht mehr im Amt sein darf, der hat vor einer halben Stunde den Genossen Egon Krenz angerufen. Er hat ihm von den Vorfällen an der Grenze berichtet. Aber der liebe Herr Krenz, Generalsekretär unserer Partei, Oberhaupt unseres Staates, Vorsitzender unseres Nationalen Verteidigungsrates, wusste von nichts. Von nichts. Also hat unser Genosse Erich Mielke Klartext geredet. Du kennst ihn ja, Schäfer. Egon, hat er gesagt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und zwar schnell. Es brennt an der Grenze. Entscheidung, was meinst du? Der liebe Herr Krenz sah sich außerstande, eine Entscheidung zu treffen. Noch mehr Informationen, Schäfer, kannst du haben. Im Bonner Bundestag sollen sich vor einer Viertelstunde die Abgeordneten erhoben haben, um die BRD-Nationalhymne anzustimmen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Die feiern schon ihren Endsieg. Und was sollen wir jetzt tun? Willst du Cognac? Meins, hol die anderen her. Schnell. Ich gib ihn dir durchs Telefon. Genosse Oberst. Humor ist nicht eine starke Seite. Was, Schäfer? Sowas nimmt man auch mit Humor. Wir brauchen dringend eine Entscheidung. Die Leute da draußen überrennen uns, wenn nicht bald etwas passiert. Ich lach mich tot! Gibt's einen Schießbefehl? Sollen wir schießen? Was hat Oberst Kummer gesagt? Ich stelle fest, Genossen, es gibt immer noch keinen Befehl. Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich rufe alle dienstfreien Männer sofort hierher. Das geht nur um Alarmfall, Harald. Du bist dazu gar nicht befugt. Ich bin zu gar nichts befugt. Nicht mal dazu, mit 18 Männern die Grenze zu sichern und auf Befehle zu warten wie ein Idiot. Dazu bin ich befugt. Willst du vielleicht das Kommando übernehmen? Laut Dienstvorschrift darf nur der Offizier im operativen Leitzentrum die Leute beordern. Harald, du kennst die Grundregeln. Was sagt deine Dienstvorschrift, wenn 1 Million Menschen vor der Grenze stehen? Was sagt die da? Was? Was sagst du da, Peter Arndt? Ich will hier keinen falschen Eindruck erwecken. Aha, Micha? Ich bin nur der Zoll. Was soll ich denn jetzt schreiben? Geht weg da!
Genossen, manchmal muss man seine Angst überwinden. Kummer. Genosse Oberst, ich habe alle verfügbaren Männer herbeordert. Was hast du? Ich habe alle verfügbaren Männer... Ohne meinen Befehl? Ich weiß, Genosse Oberst. Das steht mir nicht zu. Das kann böse Folgen haben, Schäfer. Ich weiß, Genosse Oberst. Bleib in der Leitung. Jawohl. Du hältst die Klappe, verstanden? Jawohl. Ja. Guck mal hier. Genosse General. Du, Werner. Ich habe eben einen Bericht bekommen von Oberstleutnant Schäfer, dem diensthabenden Leiter der Güst-Bornholmer Straße. Die Situation wird ja langsam bedrohlich, sagt er. Kann der Genosse das überhaupt real einschätzen, Kummer? Ich denke schon, Werner. Vielleicht hat er ja nur die Hosen voll. Wir können uns jetzt keine Nieten leisten, Hartmut. Der Kerl soll sich zusammenreißen. Genosse General! Schäfer hier, Güst-Bornholmer Straße, Sie können ja mal hören! Was hier draußen los ist! Genosse Oberst? Sie wollen die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. Genosse Oberst? Schäfer, es gibt einen Befehl. Ein Befehl? Er macht Folgendes. Diejenigen, die besonders provokativ in Erscheinung treten, die isoliert ihr von der Menge. Die lasst ihr ausreisen. Ihr setzt ihnen einen Stempel auf das Lichtbild. Die lasst ihr nicht wieder rein. Wenn sich andere mit durchdrängeln, dann macht ihr den Stempel nicht vorne aufs Lichtbild, sondern hinten rein. Hinten, verstehst du? Die dürfen wieder einreisen, die anderen sind ausgebürgert. Basta. Provokateure isolieren und ausbürgern, Mitläufer wieder reinlassen. So ist es. Muss sehen, Schäfer. Erst lassen wir ein bisschen Druck aus dem Kessel und dann entweicht der Dampf von ganz alleine. Wir schaffen das schon. Kopf hoch. Danke. Genosse Oberst. Danke. Wir haben einen Befehl! Wir haben einen Befehl! Wir haben einen Befehl! Wir haben einen Befehl! Entschuldige, Erich.
Du suchst die Provokateure raus. Du übernimmst sie und führst sie zur Tür. Du geleitest sie von der Tür bis zur Passkontrolle und du machst einen Stempel in den Ausweis. Aber Harald, woher weiß ich denn, wer den Stempel wohin bekommt? Oh Gott. Du sagst dem Uli, wer ein Provokateur ist. Uli, du gibst es an Christoph weiter und du sagst dem Jürgen. Nee, Harald, ich glaube, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Stille Post. Am Ende kommt immer was anderes raus, als am Anfang gesagt wurde. Dann machen wir das anders. Jeder arbeitet für sich alleine. Vom Aussondern bis zur Passkontrolle. So machen wir das, Genossen. Den Weg frei. Mensch, wie lange sollen wir hier noch rumstehen? Ich warte jetzt schon 28 Jahre. Nur ist mal genug. Warum schreien Sie so? Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Kommen Sie. Was? Na los, Sie dürfen ausreisen. Sie dürfen ausreisen. Los, geh schon. Folgen Sie mir. Sie meinen, wer Sie sind. Kommen Sie. Vorne an der Passkontrolle halten. Er aufs Passbild, Sie hinten. Links lang. Kneif's mich mal. Haben Sie denn Familie in West-Berlin, die Sie jetzt... Nee, haben wir nicht. Wir wollen eigentlich noch mal gucken gehen. Das heißt, Ihr erster Anlaufpunkt wird sein? Kudamm wahrscheinlich. Also, wenn man hinten. Genosse Offizier, bitte. Bitte, Genosse Offizier. Ich habe meine Tochter seit 2 Jahren nicht gesehen. Ich will doch nur einen Tag, eine Stunde, will ich nur zu ihr rüber. Ich habe sie... Beide, folgen Sie mir. Genosse Offizier, bitte, Genosse Offizier. Meine Tochter, ich will sie sagen. Weiter und die anderen auch. Hinten anstehen. Nachrücken.
Aufstellen. Weitergehen. Ausweise breithalten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Das willst du wohl gar nicht. Wohnen Ost- und Westdeutsche. Lassen Sie uns durch! Machen Sie Platz! Machen Sie mal die Tür auf! Nehmt ihr mich mit? Zurücktreten. Treten Sie zurück! Wer darf denn hier raus? Und wer nicht? Ist das Selektion oder was? Das ist eine Grenzverletzung. Das ist nicht immer klar. Zur Seite! Die bleiben da nicht! Zurücktreten, habe ich gesagt! Zurücktreten! Herr Oberstleutnant, die Alarmgruppe ist angetreten. Da haben wir die ganzen Jahre darauf hingearbeitet, dass auf jeden Bürger mindestens 2 Leute von uns kommen. Und dann bringst du mir 10 Mann. Die anderen sind nicht durchgekommen. Also, Genossen, unsere Aufgabe ist es, diese Grenze mit allen Mitteln zu schützen. Einsatz der Schusswaffe nur bei Gefahr für Leib und Leben. Ist das klar? Sieh zu, dass du hier wegkommst! Kennen wir uns? Mensch, Melita! Weißt du überhaupt noch, warum du hier stehst, Axel? Es so Leute gibt wie dich. Genosse Hoffmann, gehen Sie ins Postenhäuschen. Gehen Sie und betätigen Sie den Sommer. Von euch lasse ich mich nie wieder anpissen. Die Zeit ist vorbei, wo ihr einfach von der Straße weg, nur weil man euch nicht in den Kram fasst. Ich puste nicht weg, du Vogel! Und dann in den Knast stecken für nichts und erpressen und bedrohen, das könnt ihr! Ihr habt nicht die ganze Zeit signalisiert! Genosse Feldwebel, sofort zur Verstärkung an die Vorkontrolle! Einreise! Er hat mich angegriffen! Wegtreten! Das ist Freiheit vom Fall! Das ist ein Befehl! Keine Gewalt! Die schießen aufs eigene Volk! Hey, Bürger! Aufs eigene Volk! Sie dürfen jetzt ausreisen, sofort! Durch diese Tür! Haben Sie mich verstanden? Du darfst raus! Nimmst du mich mit? Bitte nimm mich mit! Reihe wieder schließen, Marsch! Knapp, Hoffmann. Reinlassen. Ich kann dich. Was soll das heißen? Ich kann nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Das ist meine Freundin. Ich kann mich doch jetzt nicht auch noch um eure Freundin kümmern. Harald, wie viele sollen wir denn noch rauslassen? 300, 500.000? Gibt's da nicht! Du hörst doch selber, die schreien alle. Wir können die doch nicht alle gehen lassen. Du kennst den Befehl, Uli. Was machen wir denn hier? Wir führen einen Befehl aus, Uli. Wir reißen doch mit dem Arsch das ein, was wir mit unseren Händen... Mensch, Harald, das ist doch unsere schöne Grenze. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mach das jetzt auf! Bitte, Genosse Oberstleutnant. Mann. Das hat ein Nachspiel, Hoffmann. Das kannst du mir glauben. Auf dieser Seite der Brücke macht Volksfest.
Nehmen Sie die Hände darunter. Sind es Familienmitglieder, die Sie jetzt gerade wiedersehen? Also werden Sie einfach nur freundlich begrüßt hier? Hier. Ja, der ist nicht gültig. Wieso ist denn der nicht gültig? Weil ich es Ihnen sage. Ja, warum will ich wissen? Diskutieren Sie nicht mit Wir mir. waren nur mal gucken. Hier, ganz offiziell. So, hier ist der Stempel. Unsere Kinder sind zu Hause. Ja, Sie können auch wieder einreisen. Euer Mann nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein! Aber wir gehören nur zusammen. Wir haben unsere Anweisung. Was ist denn das hier für eine Schikane? Er ist doch nicht raus! Ihr wollt mich von meinem Mann trennen! Was seid ihr für Menschen? Was ist hier los? Jens, dreht durch. Der lässt meinen Mann nicht hier Wir werden rein! den Sachverhalt prüfen. Den Ausweis bitte. Was gibt's denn da zu prüfen? Wir sind hier nicht im Zoo. Ausweis. Was ist denn jetzt? Kommen Sie bitte. Senor, kommen Sie. Aber was ist mit mir? Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Ich verstehe Sie ja. Aber Sie müssen uns auch verstehen. Was soll ich denn verstehen? Meine Kinder, die wissen gar nicht, dass wir weg sind. Die schlafen. Warum sind Sie dann ausgereist? Scheiße. Das war doch alles ganz offiziell mit Ausweis und allem. Warum sind Sie überhaupt an die Grenze gekommen heute Abend? Wir wollten nur mal gucken und plötzlich haben ihre Leute meinen Mann mitgenommen. Dann durften wir beide rüber, sollte ich ihn alleine gehen lassen. Sie können gehen. Sie dürfen wieder einreisen. Mein Mann. Ihr Mann auch. Folgen Sie mir bitte. Einreise. Das ist gegen die Sache, das ist gegen alles! Reinlassen. Nee, nee, Du machst das, was ich dir jetzt sage. Du lässt diesen Mann rein. Die bleiben weg! Dich zerquetsche wie eine Watz. Danke. Kommst du wieder? Das ist doch scheiße hier! Das ist Bitte, Genossen, helft mir. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Du musst jetzt entscheiden, Harald. Und welche Entscheidung soll ich treffen, Herr Sicherheitsoffizier? Welche? Menschenskinder, jetzt sag doch mal was! Ich könnte die Grenze vollständig schließen. Ende der Ventillösung. Ich könnte die Offiziersschüler aus der Gartenanlage herbeordern und die sichern die Grenze am Schlachtbau. Es sei denn, die Bürger provozieren oder greifen an. Und dann lasse ich sofort das Feuer eröffnen. Wenn du das befiehlst, Harald, dann hole ich sofort die Lilly. Das gibt ein Blutbad. Was passiert mit uns? Harald. Hast du mal eine Zigarette für mich?
alle runter zum Schlagbaum. Jetzt. Was? Na los, raus hier! Was hast du denn vor, Harald? Ich will einmal in den anderen Teil der Stadt, wo meine Tochter wohnt. Ich bin seit 30 Jahren Lehrerin und erziehe die Kinder in unserem Land. Und ich kann ihnen nicht mehr erklären, warum sie nicht reisen dürfen, während ihre Freunde das Land verlassen über Ungarn und die Tschechoslowakei. Wofür werden wir denn bestraft, wenn wir hier bleiben? Und wir wollen doch auch hier bleiben. Wofür werden wir denn bestraft? Ist das Ihre Politik für die Menschen, die hier jeden Tag zur Arbeit gehen und jeden Tag etwas tun, damit es in unserem Land vorangeht? Lassen Sie mich für eine Stunde zu meiner Tochter. Nur eine Stunde. Eine Stunde. Haben Sie keine Kinder? Haben Sie kein Herz? Also, Leutnant, Fahndungskartei und alle Diensträume sichern Marsch. Alarmgruppe Mirach im Laufschritt, Marsch! Den Schlagbaum auf! Mach den Schlagbaum auf! Mach den Schlagbaum auf! Ja, was ist denn nun? Beiseite treten, Marsch! Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte.
das, was du wolltest? Ich geh noch mal Meldung machen, hä? Genosse Oberst, ich habe heute, am 9. November 1989, ohne Befehl die Grenze geöffnet. 28 Jahre lang habe ich sie bewacht, wie mein eigenes Kind, beschützt vor Grenzverletzern, Agenten, Provokateuren. Als die Partei mir ihre Hand bot, habe ich sie ergriffen. Habe studiert und mit wissenschaftlicher Sorgfalt die Lehre des Marxismus in die Praxis umgesetzt. Hier an dieser unserer Grenze. Selbst gesundheitliche Probleme haben mich nicht davon abgehalten, jeden Tag das mir übertragene Vertrauen zu rechtfertigen. Aber heute nee, Genossen. Ich werde mich auch nicht verteidigen. Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste. Und nur ist es an euch zu beurteilen, was ich getan habe. Es ist an euch. Ich rufe zurück. Reiß dich zusammen. Nur auf die Minute kommt es immer an, ob man sie verstehen und erfassen kann. Einer steht daneben und begreift sie nie. Und der andere kommt und sieht und weiß nicht wie. Genosse Oberst? Nur auf die Minute Sind Sie das? kommt es immer an. Manchmal hängt das Schicksal eines Volkes dran. Ist gut, mein Junge. Darum überlegt nicht nur Schreibt einen Bericht. auch dran. Denn auf die Minute kommt es immer an. Nur auf die Minute kommt es immer an.
Harald. Der Hundebesitzer ist da. Was soll man denn jetzt machen? Lass ihn laufen, Uli. Aber wir haben doch noch gar kein Gesundheitszeugnis, Harald. Ach, Uli. Bitte, ne? Gib mir. So, lauf. Psst. Draußen wartet Herrchen. Kümmert euch drum, Olli. Mensch, Harald, ich kann das nicht. Das Leben geht weiter, Olli. Ich habe mich von Anfang an für eine friedliche Lösung eingesetzt. So konnten wir aller Welt beweisen, dass der Friede für uns das höchste Gut ist. Sie können mir glauben, die Entscheidung ist mir nicht. Danke, wenn Sie sind da oben, Mensch! Was? Im Westen stinkt's. Weichei. Was haben Sie jetzt vor? Erstmal Feuer! Liebe Zuschauer, Sie sehen es selbst. Mittlerweile strömen die Menschen ungehindert über die Brücke. Scheinbar haben die Grenzer sich schon, wo sie hinwollen. Hat sie gut gemacht, Ja, das war's wohl. Was meinst du? Na, mit der DDR. Hallo. Morgen, Jimmy. Hallo. Morgen geht er. Du kommst aber spät. Das Politbüro des Zentralkomitees DSED veröffentlichte heute Hast du die Darmuntersuchung vergessen? Beeil dich, Harald.
Greta, ich habe heute Nacht die Grenze aufgemacht. Hm? Ich habe heute Nacht die Grenze aufgemacht. Damit macht man keine Witze, Harald.